Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zur Unterwasserfotografie in Höhlen von Pan-Ocean Photo. Ich bin Roland Konrad. Als reisender Unterwasserfotograf veröffentliche ich regelmäßig Videos zur Unterwasserfotografie. Du findest mich auf unserer Website www.panoceanphoto.com oder auf YouTube. Aus den vorausgegangenen Videos weißt du ja, dass ich momentan in Mexiko bin und die Höhlen der Halbinsel Yucatan betauche. Nebenbei genieße ich auch noch meine Zeit mit dem Besuchen von versunkenen Maya-Städten und des subtropischen Dschungels. Also schon alles ziemlich cool hier. Aber zurück zur Unterwasserfotografie. Die modernen Digitalkameras verwöhnen uns damit, dass sie sich quasi vollautomatisch um das Scharfstellen kümmern. Sehr ausgefeilte Autofokussysteme arbeiten in vielen Situationen zuverlässig und vor allem viel schneller, als wir Fotografen das von Hand aus könnten. Wenn du aus der Wildlife- oder Sportfotografie kommst, dann wirst du dich bestimmt schon sehr intensiv mit den Einstellungsmöglichkeiten befasst haben. Continuous, One-Shot oder Servo-Modus sind dir nicht fremd. Auch über die Auswahl der Messfelder weißt du wahrscheinlich schon Bescheid. Wenn du bereits Unterwasserfotograf bist, sagen dir die Begriffe bestimmt auch etwas. Und du hast auch schon einmal damit gekämpft, dass die Schwebestoffe im Wasser das automatische Fokussieren erschweren können. Du ahnst es vielleicht schon. Der Autofokus hilft uns in der Höhlenfotografie leider sehr häufig nicht weiter. Warum? Nun, der Autofokus einer jeden Kamera arbeitet mit Licht. Und in der Höhle ist es dunkel. Selbst leichtes Dauerlicht von Tauchlampen reicht meist nicht aus. Die scheinbar einfachste Lösung ist es, Licht in die Dunkelheit zu bringen, sprich die Höhle aufzuhellen. Allerdings benutzen wir Fotografen recht häufig Blitze für die Ausleuchtung. Und das bedeutet, zum Zeitpunkt des Scharfstellens bleibt es dunkel. Nur ein Bruchteil einer Sekunde, in dem wir unseren Blitz abfeuern, wäre theoretisch genug Licht für den Autofokus vorhanden. Auch die Pilotlichter der Blitze helfen uns bei weitem nicht immer. Für mittlere und größere Distanzen, so wie wir sie in Höhlen finden, sind sie einfach zu schwach. Außerdem, das werden wir in dem nächsten Video noch sehr ausführlich besprechen, verstecken wir unsere Blitze eventuell auch hinter Gesteinsformationen. Oder sie leuchten gar nicht in die Richtung der Kamera. Und schließlich muss man ganz allgemein, nicht nur in der Höhlenfotografie sagen, der hellste Bereich eines Bildes ist nicht automatisch auch der Bereich des Scharfstellens. Das muss man immer gut auseinanderhalten. Es hilft also alles nichts. Wenn das Licht für den Autofokus nicht ausreicht, dann wirst du manuell fokussieren müssen. Falls du dich erinnerst, im Video zur Ausrüstung in der Höhlenfotografie hatte ich es schon gesagt. Wir brauchen eine Kamera, bei der man den Autofokus ausstellen und manuell fokussieren kann. Oder noch etwas genauer, wir müssen im Wasser jederzeit den manuellen Fokus benutzen können. Das stellt uns insbesondere bei Wechselobjektivkameras häufig vor Schwierigkeiten. Zum einen erfolgt die Umschaltung von Auto auf manuell häufig durch einen kleinen Riegel am Objektiv. Dieser lässt sich nicht mehr bedienen, sobald du deine Kamera in einem Unterwassergehäuse eingebaut hast. Zum Zweiten brauchst du die Möglichkeit, den Fokus von außen mechanisch verstellen zu können. Dazu muss meist noch ein sogenannter Fokussierring auf dem Objektiv angebracht werden. Über eine Zahnkranzverbindung zu einem Drehknopf am Äußeren deines Gehäuses erfolgt dann die Einstellung. Besitzer von Kompakt- und Bridge-Kameras haben es da häufig etwas einfacher. Der Fokus lässt sich über Tastendruck einstellen oder es gibt fest verbaute Einstellrädchen, die das manuelle Fokussieren ermöglichen. Aber auch hier gilt, überprüfe unbedingt, ob das auch funktioniert, wenn du deine Kamera in deinem Unterwassergehäuse benutzen möchtest. Was aber tun, wenn du im Wasser nicht manuell scharf stellen kannst? Ich will dir zwei Möglichkeiten zeigen, wie du trotzdem zu knackig scharfen Fotos kommen kannst. Bei der ersten Methode entkoppeln wir das automatische Fokussieren von der Betätigung des Auslösers. Normalerweise ist es so, dass der Autofokus seine Arbeit beginnt in dem Moment, in dem der Auslöseknopf zur Hälfte gedrückt wird. Das kennst du bestimmt. Das eigentliche Auslösen ist erst dann möglich, wenn der Fokussiervorgang abgeschlossen ist. Die meisten Kameras sind so programmiert. Was du jetzt machen musst, genau diese Verbindung zwischen Fokussieren und Auslösen ausschalten. Bei manchen Herstellern, wie zum Beispiel Canon, kannst du das
im Menü der Kamera einstellen. Bei anderen Herstellern gibt es dafür einen extra Bedienknopf. Wie das genau geht, musst du in der Bedienungsanleitung deiner Kamera nachlesen. Wenn du nun in der Höhle an der Stelle angekommen bist, an der du fotografieren möchtest, gehst du folgendermaßen vor. Du leuchtest die Stelle, die du scharf im Fokus haben möchtest, hell an. Dann betätigst du die Fokustaste deiner Kamera. Der Autofokus stellt sich auf die gewünschte Distanz ein. Nun änderst du die Ausleuchtung der Hülle so, wie du sie haben möchtest. Anschließend kannst du deine Aufnahme machen, ohne dass die Kamera erneut versucht zu fokussieren. Wichtig ist natürlich, dass du dir deine Position gemerkt hast, von der aus du die Scharfstellung vorgenommen hast. Und nach dem Ändern der Belichtung auch genau dahin zurückkehrst. Möglichkeit 2 erfordert ein bisschen Vorkenntnis über die Höhle. Wenn du bereits vorher abschätzen kannst, wie groß die Distanz zwischen deiner Kamera und deinem Motiv sein wird, kannst du bereits vor dem Tauchgang deinen Fokus in etwa auf die Entfernung manuell einstellen. Da du mit einer relativ kleinen Blende arbeitest, ist dein Tiefenschärfebereich recht groß. Kleine Merkhilfe: Der Schärfentiefebereich ist umso größer, je kleiner die Blende und je kleiner die Brennweite ist. Wenn du also für die Belichtung die Blende weiter öffnen musst, kannst du das durch eine Verringerung der Brennweite wieder ausgleichen. Mit diesen Methoden kannst du übrigens nicht nur in Höhlen arbeiten. Sie funktioniert auch in jeder dunklen Umgebung, also auch in Wracks, versunkenen Gebäuden und bei jedem Nachttauchgang. Wenn du weitere hilfreiche Videos zur Unterwasserfotografie suchst, dann gehe doch auf unsere Homepage www.panoceanphoto.com. Dort kannst du auch unseren Newsletter abonnieren oder du klickst auf den Subscribe-Button für unseren YouTube-Kanal.